Ja, Dicon 23 Abbau ist jetzt fertig. Ich habe noch ein bisschen was mitzunehmen. Ihr habt ja gesehen, aus meiner Sicht beim Livestream, was da alles so abging. Und ich kann wirklich sagen, ich hatte richtig viel Spaß. Aber jetzt zeigen wir euch nochmal behind the scenes, was wirklich noch alles los war. Also viel Spaß und ich muss arbeiten. Geschäftiges Treiben hier beim Aufbautag zur Dicon. Sie war noch nie so groß, sie war noch nie so voll wie heute und das sieht man wirklich, hier geht es richtig ab. Ich würde sagen, wir geben euch mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand und so vom, ja, oder eigentlich nicht Ruhe vor dem Sturm, kann man nicht sagen, eigentlich Sturm vor dem Sturm, weil hier geht es schon richtig ab. Wahnsinnig viel zu tun, macht mega Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. So, wir haben jetzt hier den Stand von Labo Cosmetica fast fertig aufgebaut. Es fehlen nur noch ein bisschen Lichtapplikationen, dass wir die Displays bestücken mit Produkten. Und ja, das Ganze ging natürlich nur so schnell, weil ich 3 Macher an meiner Seite habe, nämlich den Reggie, den Julian und den Matthias. Ja, aber wir sind so gut in der Zeit, wir sind so die Musterknaben hier, habe ich das Gefühl hier heute, dass wir so schnell fertig sind. Das liegt nur daran, weil ihr die ersten nein, viel Pilz aufreißen. Nein, Mo, weil wir Macher sind. Weil ihr Macher seid. Also wir haben uns erstmal jetzt das Mittagsbier verdient. Ja. Prosit. Gut, wir freuen uns wieder hier zu sein. Wir bauen hier gerade auf, ist noch ein bisschen durcheinander alles, aber wird bestimmt geil morgen. Wir sind heiß. Ja, habt ihr schon fertig aufgebaut? Nee, wir sind dabei, aber läuft richtig gut bei uns, weil wir echt fix sind. Ne? Okay, das heißt, ihr macht erst Mittag und dann wird aufgebaut? Nein, wir sind einfach schneller als andere, in allen Belangen. Ne? Dafür sind wir bekannt und so wird es halt bei uns. Ne? Freust du dich auf morgen? Ja, natürlich. Geht los, aber jetzt erstmal heute, ne? Eins nach dem anderen. Wenn die so gut zuhören, geht es bestimmt um Essensbestellung. Ja. Morgen. Moin, hi. Und, wie läuft's? Jo, ganz gut. Ja, bist du spät dran, ne? Ja, bisschen spät wie nie, oder? Aber seid schnell? Ja, ich hoffe es doch mal. Ne? Heute nur zu zweit, morgen sind wir zu 5 und dann geht es los. Hi. Welchen Platz machst du morgen beim Gran Turismo Turnier? Den ersten. Von hinten allerdings. Hi. Alles klar. Ja, wir sind gerade angekommen. Sieht super aus, wird super. Hast du noch viel zu tun? Auf jeden Fall. Und der Container kommt später. Also wir müssen noch eine Weile aufbauen. Statt der im Stau? Neben Stau nicht, ging super gut. Hatte eine gute Beifahrerin. Genau. Wir freuen uns. Hi. Ich bin auch hier. Freust du dich auf morgen? Ja, natürlich, wie immer. Ja? Wie jedes Das Jahr. ist ein neues Skate zum Verteilen. Lasst euch überraschen. Immer wieder was Neues. Ich helfe der Delia so ein bisschen. Geiles Teil, oder? Ja, was Hat noch mehr PS. Ja, ein ganz neues Auto. Noch mehr PS, noch schneller, noch geiler. Wir machen jetzt hier Fahrschule à la Espacito. Despacito, gucke. Muttermacke, erste Gang und einfach Vollgas, gell? Ja. Wie versprochen gibt es für euch 420 CC1s geschenkt. Damit ist Eintritt plus oder Eintritt quasi verdoppelt für euch, für die ersten 400 Gäste natürlich nur. Nur ist gut. Ich habe jetzt die große Freude, die hier alle zu einer Pyramide aufzubauen. Ich vermute mal, es wird morgen nicht ganz so lange dauern, bis diese Pyramide wieder abgebaut wird. Aber ich glaube, jetzt ist es gerade 13 Uhr. Ich schätze mal, damit bin ich noch ein paar Stündchen beschäftigt. Ich mache mal weiter, habe ich auch was zu tun. Bis später. Moin. Deine zweite Dicon. Meine zweite Dicon, ja. Ist so heiß. Ich bin sehr heiß, ja. Heiß wie Frittenfett. Ja, wir gerade noch ein bisschen am Technik checken. Hoffe mal, wir kriegen gleich alles hin. Aber bis jetzt läuft es tipptopp. Und deine Prognose, welchen Platz machst du beim Gran Turismo Turnier? Ja, ich glaube, ich fahre da gar nicht mit, weil sonst wird es echt unfair. Aber vielleicht. Kannst mit dem Gewinn nichts anfangen. Nee, was denn da? Was kann ich denn gewinnen? Da erfährst du morgen. Das erfahre ich morgen. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Unbedingt einschalten. Dicon 23 live aus Einbeck auf diesem Kanal. Wie läuft es? Taschen. Gut. Ihr seid ja sehr fleißig hier. Ja. Wo ist denn der Chef? Welche? 21:15 Uhr, der Tag ist vorbei. Fast alle Stände sind aufgebaut. 2 Aussteller sind mutig und wollen morgen erst aufbauen. Und Paul ist da. Ich bin auch da. Nico ist overdressed, ich bin underdressed, aber das ist nicht so schlimm. Paul hat uns die Waschmatte mitgebracht, sodass wir morgen noch waschen können. Waschmatte ist am Start. Wollen wir einen Rundgang mal machen oder sollen wir noch Wollen wir mal rumlaufen morgen? Du hast ja alles mitgenommen. Dann laufen wir mal einmal rum. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Lake Country kommt hier morgen noch, hoffe ich mal. Aber dieses Jahr auf jeden Fall, muss ich sagen, was fällt auf? Wir haben keine Bühne, wir haben eigentlich kaum leere Felder außer hier. Aber ich bin reingekommen und bin positiv überrascht. Habt hier keinen Aufbau, nichts gesehen. Labo Cosmetica, wunderschöner Stand, passt auch wirklich schön zum Kontrast zu Flex. Hinter dir haben wir dann hier schon wieder Waschguru dieses Jahr auch wieder mit am Start. Und
Hersteller, die ich dieses Jahr nicht kenne. Und das wird nämlich lustig bei der Moderation, denn jetzt können wir nämlich wirklich mal selber Fragen stellen und selber vielleicht auch mal probieren. Da bin ich gespannt drauf. Paul ist ein bisschen aufgeregt, er ist ein bisschen schüchtern, die anzuquatschen. Genau. Dr. Wack auch wieder am Start. Ähnlicher Stand wie letztes Jahr, noch ein bisschen umfangreicher und größer. Ein paar Testmodalitäten mit Hauben und so, einem Beading-Test und auch dem Säuretest von den Felgen. Da haben sie und sich halt nicht hier an lumpen einer anderen lassen. Stelle, ja. Das ist auf jeden Fall eine krasse Konstruktion, ne? Schau mal, alle machen mit Motorhauben. Hier wäre ein richtiger Waschbecken. Ich bin gespannt, was hier auf uns zukommt. Was will man in so einem Becken? Ich glaube, hier kommt eine Haube rein, Ach, so da eine kommt eine Haube Mini-Haube. rein. Okay, dann Und dann wird kommt doch eine Haube. Oder auch nicht. Wird da bespült. Hast du schon den Performance-Floor mit den Streifen erwähnt? Jetzt laufen wir hier hinter vorbei. Jetzt laufen wir hinter vorbei. Müssen wir nochmal hier vor zurücklaufen. Sonic. Sonic, ja. Mega. Den Sonic. Ne, das 3M. Waschraum. 3M McGuire's Festool. Ein Kooperationsstand ist ja in dem Bereich, also 3M und McGuire ist ja eine Firma, für die es nicht wissen. Festool gehört nicht dazu, aber die haben eine Kooperation im Bereich Schleifer und Polierer. Wusstest du das, Paul? Bin sehr gespannt. Ich wusste nicht mal, dass McGuire's mit da im Ja, 3M hat im Game McGuire's ist. gekauft, tatsächlich vor ein paar Jahren schon. Und die fassen hier ineinander und die haben auch morgen einen Workshop. Bin ich gespannt drauf. Wow. Ey, umso mehr. Wie gesagt, ich bin gespannt morgen auf alles. Was mich über komplett hier bin ich auch mega gespannt. Und zwar, ob ich hier vielleicht was abstauben kann. Noch sind die Schublächer hier alle verschlossen. Aber morgen werden wir sie öffnen und hoffe, da springt was für uns raus hier. Ja, Kochchemie hat auch ein bisschen vergrößert. Ein paar mehr Sachen. Polituren sind auf jeden Fall dieses Jahr mit am Start. Aber leider gibt es wieder bei Koch nichts zu kaufen. Haben wir drum gebeten, funktioniert leider nicht. Also diesmal Aber trotzdem muss man zu sagen, kaufen. haben sich hier auf der Seite auch wieder die Hersteller abgesprochen. Nee, stimmt. Schwarz-Weiß, schwarz-weiß, Ja, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Sieht aus wie eine Front. Perfekt. Wunderbar, meine Lieben. Nice, ja, und Colorlock vom ersten Mal an mit am Start. Auch diesmal schon wieder ein anderer Stand. Ne? Jedes Jahr sieht der Stand ein bisschen anders aus. Auch wieder natürlich mit Ledersitz, Lenkrad, so ein bisschen zum Gucken. Ganz wichtig. G-Technik hätten wir fast übersehen, direkt am Eingang, aber auf der anderen Seite. Hier kommt auch noch ein Stand hin. Der ist auch heute noch nicht da. Der kommt hoffentlich morgen noch. Wer Und hier kommt da? G-Technik am Start. Dr. Koppelmann. Dr. Kopp. Schein. Also, ich sag's euch, dieses Jahr, ich bin mehr gespannt, glaube ich, als alle Besucher. Muss ich ehrlich sagen. Weil Eine Weltpremiere, ein Produkt Dr. Weltpremiere. Koppelmann, was machen die? Scheinwerferaufbereitung. Mehr weiß ich auch noch Habe ich nicht. gelesen auf der Website. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Unsere Zocker-Area wird auch auf jeden Fall geil mit 420 CC1s, die verschenkt werden. Also mega. Und genau, wir haben noch eine zweite Halle, Paul. Ist noch nicht immer noch nicht Tickets vorbei. sind schon somit am Start. Verdoppelt schon. Verdoppelt schon. wir gehen noch mal Halle. rüber. Schau mal hier. Erstmal würde ich behaupten, dass der Dragstar komplett anders aussieht als letztes Jahr. Oder? Ich glaube nicht, aber. Na klar. Meinst du? Anderes Design, ja? Ja, stimmt. 100 Pro, ja, hier waren stimmt. Scheinwerfer. Jetzt sind hier Krallen. Ja. Zeig. Komplett neu lackiert. Krass. Nein, ganz Das ist ein ganz neues Auto. Ganz neues Ach Auto. so. Drüben andere Seite. Und da wird es richtig schick. Wisst ihr aus welchem Grund? Weil da nämlich so eine richtig glänzende, top gepflegte Waschmatte steht. Ne? Also da möchte ich nochmal Props an Firma Bart's Performance raussprechen. Da können wir nicht mal unten hingucken. Nee, aber richtig schick auch hier wieder gemacht und vor allen Dingen auch enger gestellt. Ich bin schon mal eine Runde gegangen. Also hier haben wir wirklich morgen ordentlich was zu gucken, zu kommentieren, zu dokumentieren. Und hier werden dann Workshops durchgeführt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Korrekt. Aber auch hier enger gestellt. Gutes Stichwort. Wir haben auch einen Stand vergrößert und einen neuen Stand dazugenommen. Und wir haben ein größeres Auto als letztes Jahr am Start. Stimmt, letztes Jahr gab es einen Das war dieser kleine. Der war ja noch zum Gucken, aber dieses Jahr darf man sogar an unserem Auto polieren und Innenraum reinigen und was auch immer alles Mögliche tun. Und guck mal, wir haben sogar eine Felge. Leistenfärben. Eine Felge. Und was machen wir an der Felge, Nico? Polieren. Folieren, mit Zahnpasta reinigen, wie ich es bei Genau. euch im Video gesehen habe. Genau. Oder ein bisschen Essigreiniger ausprobieren. Genau. Aber wenn wir hier mal hingucken. Also der Sparfuchs direkt wieder angegangen. Da ist er da. Wie war das für ein Mischungsverhältnis nochmal? Kommt am Ende des Videos, damit er auch dran bleibt. Genau, werdet ihr sehen. Ja, schöne Verkrustung drin hier. Und da ist der Marcel und der Robert mit am Start und die werden den Leuten hier. Und der Und der Mario. Mario ist natürlich auch noch mit am Start und die machen hier den ganzen Tag Action. Ne? Ja. Wir Schau mal haben- auf die Motorhaube. Nico hat sie mir vorhin schon mal gezeigt. Ja, richtig übel. Und Richtig schwarze Lacke. Hat 3M uns zur Verfügung gestellt, frisch lackiert, samt Orangenhaut und zwar so weich, dass ich sie mit meinen Fingern zerkratze, ohne dass irgendwas auf der Oberfläche ist. Den fand ich Also vorhin das besser. Das wird auf jeden Fall lustig. Man merkt auch, wenn man hier mit dem Fingernagel reindrückt, der ist so weich, der Lack. Also wer hier morgen Haze poliert, dem gebe ich ein Bier aus. Ja, ansonsten zweimal Trockeneis. Ja. Wer kann mehr, wer bietet mehr? Das bekommt ihr nur
hier auf der Und Dampf Dicon zu auch, sehen. also heiß, Und Dampf, kalt, alles- heiß, kalt, alles Dampf, Action, alles ja. mit am Start. Alles Dampf. Und ich denke mal, wir kriegen vielleicht so einen Dampfschlauch auch mal in unser Testobjekt gelegt und auch so einen Trockeneisschlauch bestimmt mal rüber. Also kann man auf jeden Fall wirklich mal ausprobieren. Ich würde sagen, Paul, entweder geben wir jetzt richtig Gas oder gehen ins Bett, damit wir morgen fit sind. Also ich gehe noch essen und dann ins Bett, aber dann, ne? Was machst du denn da? Lüften. Nee, ich meine, Hier? was machst du denn Na, da? Gummimatten für zu Hause mitbringen. So, Dominik, bist du aufgeregt bei deiner ersten Decon? Ja, bin vor 5 Minuten angekommen. Mir wurde schon was in die Hand gedrückt, ich muss schon arbeiten. Was für eine Aufgabe hast du bekommen? Den CRT hier sauber machen, damit er poliert werden kann. Ja, dann gib mal Gas, weil vor einer Minute war Eröffnung. Ja, dann mach ich mal. So, und? So, ich mache jetzt mal das Licht an, wa? So, jetzt sieht man mich auch. Und Dominik Lärmt darum, Mahlzeit. Herzlich willkommen zur Detailing Convention 2023, die größte Detailing Convention aller Zeiten. Wir haben 10:10 Uhr, das heißt, es geht los. Mit 5 Minuten Verspätung haben wir jetzt aufgemacht. Das heißt, die Hallen füllen sich, die Schlangen draußen bauen sich ab. Jetzt geht es richtig los. DCon 23 startet. Ich bin richtig unter Strom, freue mich richtig drauf und let's go! So, es geht los. Seid ihr fertig geworden? Hat alles geklappt? Ja, wir haben alles noch rechtzeitig hingekriegt gestern, dass wir schön Feierabend machen konnten und heute Morgen nichts mehr aufbauen mussten. Okay, gestern noch ordentlich gesoffen? Nö, ich glaube ein bisschen Wein und ein bisschen Radler und das war's aber dann auch. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Na, wie läuft's? Läuft gut. Ja? Ja, also der Ansturm ist da. Wir freuen uns. Nach rechts drehen, nach links schwenken. Ja, schönes Bild. Mhm. Ja, super. Dass wir auch ein bisschen was zum Reinigen haben. Tun wir erst mal den Sitz ein bisschen einschmutzen. Und dann können wir schon loslegen. Und haben unsere Fläche rückstandslos gereinigt. Die Oberfläche ist desinfiziert und geruchsneutralisiert, sodass wir auch das Ganze den Kunden für die hygienische Reinigung verkaufen können. Unsere Fläche ist nicht nass, sie ist komplett trocken und kann natürlich dann gleich am Kunden wieder ausgeliefert werden. Ich kann ja Multitasking, ne? Ja. Das kann ich schon so, ne? Wie läuft es? Ja, schleppend, ne? Nee, alles gut. Aber wenn ich nicht immer so zwischendurch belästigt werden würde, würde es noch besser laufen. Wie, das war schon? Oder willst du noch was sagen? Nö, du? Kannst du auch noch Eigenwerbung machen? Nee, möchte ich nicht. Ich mach das. Ja? Glossboss, vor all ihre Laboprodukte in Deutschland. Super. Hier Backstage, meine Lieben, die Prominenz ist da. Nee, wie es läuft, schau mal hier durch, pass mal auf, dann weißt du, wie es läuft. Und zwar hier ist noch die einzige relativ begehbare Fläche. Drüben in der Workshop-Area ist komplett Ausrasten angesagt. Hier wird schön Rennen gefahren. Das ist dies Jahr auch richtig, ihr habt es mir mal im Livestream angeguckt, richtig geil gemacht, dass man sich da so schön mit Greenscreen hinter sieht. Ja, da könnt ihr fette Preise gewinnen. Ansonsten hier Kaffee ist auch für die Gäste gesorgt und hier, ihr seht es ja selber, ne? Also da belagert und dann geht es nämlich ab da immer weiter und drüben in der Workshop-Area hört man auf. Also dieses Jahr gefällt mir das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, hallo, hier ist der Dirk von der Firma Sonic und wir sind natürlich auch das erste Mal jetzt hier zur Messe und wir freuen uns wahnsinnig, ja auch in die Richtung Aufbereitung und Lack mal dabei zu sein. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz noch mal hier rüber. Sonic ist ja auch dafür bekannt, zum Beispiel ja, Werkstattwände, Werkstatteinrichtung zu gestalten und das ist eigentlich unser, wie sagt man, unser Hauptbaby oder besser gesagt, hier auf dem Markt sind wir schon einzigartig in Deutschland mit dieser Wand. Ist jetzt nur mal ein Musterstück, das heißt, es ist unsere neue MSS Plus mit 4x Strom, 2x USB-Anschluss dran. Und jetzt kommt der ganz große Knackpunkt an dieser Wand. Jede Schublade bei uns, ein normaler Werkstattwagen, eine normale Schrankwand hat immer eine Belastung von 40, vielleicht maximal 60 Kilo. Hier sind wir bei 123 Kilo und es will vielleicht keiner glauben, aber
Wir haben nur das eine Modul jetzt hier stehen, aber ich kann mich hier hinsetzen. Ja, es ist wirklich so. Das Einzige, was momentan noch fehlt, ist vielleicht ein Kühlschrank, aber momentan haben wir echt schon sehr, sehr viel drin. Und ja, die Jungs, die die Wand jetzt schon stehen haben in den Werkstätten, ich glaube, die sind überglücklich und einmalig, muss man dazu sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns und wir kommen bei euch vorbei mit unserem Konfigurator, mit unseren Jungs, die fit sind und beraten euch gern darüber. Danke. Hallo, willkommen beim Spielsimulator Gran Turismo 7. Momentan die Bestzeit liegt bei 1 Minute und 7. Was gibt es zu gewinnen? Gewinn gibt es Platz 1 eine Poliermaschine, dann mit dem Platz 2 Kopfhörer und mit dem Platz 2 noch irgend so ein Sonax-Zeug. Marvin, wie ist die Stimmung? Nee, ich übersetze es einfach. Ja, super. Also Marvin findet die Stimmung gut. Ich auch. Ich würde sagen, bisher Bomben-Event. Ansonsten gibt es jetzt gleich den Workshop mit Reggie Cox zum Reinigen von diesem schön versifften, ich will es gar nicht anfassen, diesem versifften Sitz hier mit dem 2pH-System von Labo Cosmetica. Wenn bei euch auch die Suppe im Auto hängt, weil es wieder nicht fürs Hotelzimmer gereicht hat und ihr eure Dates wieder im Zoo hattet, dann müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, um euch anzuschauen, wie das läuft. Aus dem Auto, was wir im Do-it-yourself-Bereich stehen haben, was schon den ganzen Tag gereinigt, poliert und gepflegt wird. Ja, damit geht es jetzt weiter. Viel Spaß! So, jetzt der Profi, Maurice, oder jetzt was? hör mir nie mit und du mal mit deinem hier. Oh, darf man nicht sagen. Musst du rauspiepen, Langsam ein bisschen abgekämpft, habe auch gerade von Paul ein bisschen auf den Kopf bekommen drüben bei Gran Turismo zocken. Jetzt ja die letzten Stunden noch mal wirklich genießen, auch noch mal ein bisschen Resümee und Feedback einholen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich stehe übrigens hier, weil ich euch gleich noch was zeigen will zum Abschluss dieses Videos. Ich hoffe, es kommt gleich. Genau jetzt wollte ich noch mal die Gelegenheit nutzen, und zwar kurze Promo für den Thermostar Workshop mit mir und Thermostar. Wer da Bock drauf hat, wir packen den Link hier unten in der Beschreibung. Ihr könnt euch auf jeden Fall ein Ticket sichern, ist auch ja, quasi ein Preis, damit niemand zusagt und einfach nicht kommt, sondern einfach damit er sich gewohnt fühlt. Ihr könnt ja den Dampfreiniger einmal live unter Anleitung ausprobieren, kennenlernen und testen, weil das ist wirklich ein Thema, was oft gefragt wird. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt noch mal die letzten 1,5 Stunden hier ein bisschen unter die Leute mischen, noch mal ein bisschen selber polieren, noch mal ein paar Gespräche aufnehmen. Das war heute tagsüber fast gar nicht möglich. Danke euch fürs Zuschauen, hat mir großen Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video und spätestens dann auch hoffentlich live bei der nächsten Video. Bis dann. Haut rein.